Lektion 1. Aufregung im Sommercamp. Ich freue mich so auf das Sommercamp. Sie wird mit anderen Kindern in einer Kabine schlafen. Das klingt nach einer fantastischen Erfahrung. Sie wird dort viele neue Freunde finden. Unbedingt. Ich erinnere mich an meine Sommercamp-Tage. Es hat so viel Spaß gemacht. Auf welche Aktivitäten freust du dich am meisten? Ich kann die Geschichten über das Lagerfeuer und das Schwimmen im See kaum erwarten. Das sind die besten. Hattest du eine Lieblingsgeschichte am Lagerfeuer? Ja, es ging um einen Geist, der auf den Campingplätzen herumspukt. Oh, das klingt gruselig und aufregend. Das war es wirklich. Ich hoffe, sie genießt ihre Zeit und schafft tolle Erinnerungen. Lektion 2. Hotelausstattung. Viele dieser Hotels bieten eine komplette Palette an Dienstleistungen und Unterhaltung. Das klingt wunderbar. Über welche Art von Dienstleistungen sprechen wir? Einige von ihnen verfügen über 4.000 oder 5.000 Quadratmeter Sparfläche. Beeindruckend. Das ist beeindruckend. Ein Spa klingt nach der perfekten Art, sich zu entspannen. Außerdem haben sie oft Pools, Fitnessstudios und Restaurants vor Ort. Das ist so praktisch. Das macht alles für die Gäste angenehmer. Genau, Sie können einen schönen Urlaub verbringen, ohne das Hotel zu verlassen. Haben Sie schon einmal in solchen Hotels übernachtet? Ja, und es war eine tolle Erfahrung. Ich will zurück. Lektion 3. Spaß auf dem Spielplatz. Nach der Schule spielen die Jungen normalerweise auf dem Spielplatz oder spielen Baseball. Das klingt nach einer Menge Spaß. Glaubst du, sie genießen ihre Zeit draußen? Unbedingt. Frische Luft und Bewegung sind toll für Kinder. Es ist wichtig, dass sie Zeit haben, um zu spielen und Kontakte zu knüpfen. Ja. Es hilft ihnen, Freundschaften und Teamfähigkeit zu entwickeln. Hast du sie jemals bei ihren Spielen begleitet? Hab ich. Es macht Spaß, mit ihnen herumzulaufen. Ich wette, das ist es. Spiele zu spielen hält dich jung im Herzen. Definitiv. Ich liebe es, ihre Begeisterung beim Spielen zu sehen. Lektion 4. Modeentscheidungen. Diese Outfits sehen aus, als wären sie unbequem. Ich stimme zu. Bei Mode sollte es immer darum gehen, sich gut zu fühlen, nicht nur gut auszusehen. Genau. Ich trage gerne meine Jeans. Sie sind immer bequem und stylisch. Jeans sind klassisch. Sie passen zu fast allem. Ja. Außerdem kannst du sie ganz einfach schick oder schick anziehen. Wie stylst du deine Jeans am liebsten? Ich liebe es, sie mit einem schlichten T-Shirt und einem Blazer für einen lässigen Look zu kombinieren. Das klingt toll. Ich trage sie gerne mit einem kuscheligen Pullover. Gemütlichkeit ist der Schlüssel. Lass uns einen Einkaufsbummel für ein paar neue Outfits planen. Lektion 5. Öffentliche Verantwortung. Kein Mann oder keine Frau hat jemals auf öffentliche Kosten oder auf öffentliche Kosten profitiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Er spiegelt unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wider.
Unbedingt. Jeder sollte einen positiven Beitrag zur Community leisten. Ja, und es ist wichtig sicherzustellen, dass öffentliche Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden. Glauben Sie, dass die Menschen die Bedeutung dieses Prinzips verstehen? Ich hoffe es. Es ist wichtig, um das Vertrauen in öffentliche Institutionen aufrechtzuerhalten. Genau. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind entscheidend. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir verantwortungsvolle Ausgaben in unserer Gemeinde fördern können. Das ist eine tolle Idee. Wir können ein Gespräch darüber beginnen. Lektion 6. Auswahl der Inneneinrichtung. Bei der Auswahl des Dekors ist es wichtig, dass Sie nach einem Dekor suchen, das zu Ihrer Raumeinrichtung passt. Guter Punkt. Ich möchte, dass es sich gut in meinen bestehenden Stil einfügt. Genau. Es sollte sich zusammenhängend und angenehm anfühlen. Haben Sie bestimmte Farben oder Themen im Sinn? Ich denke an eine neutrale Palette mit einigen Farbakzenten. Das klingt herrlich. Ich finde es toll, wie neutrale Farben eine beruhigende Atmosphäre schaffen können. Ja, und das Hinzufügen von Farbe bringt Leben in den Raum. Lass uns zusammen einkaufen gehen. Ich helfe dir gerne dabei, die perfekten Stücke zu finden. Das würde ich zu schätzen wissen. Es macht immer Spaß, mit einem Freund zu dekorieren. Lektion 7. Widerstandsfähigkeit gegen Erdbeben. Gebäude müssen starken Erdbeben standhalten, insbesondere in Japan. Ja, das ist angesichts der seismischen Aktivität in der Region von entscheidender Bedeutung. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden viele Innovationen eingeführt. Über welche Art von Innovationen sprechen wir? Die Ingenieure entwickelten neue Materialien und Designs, um die Stabilität zu verbessern. Das ist beeindruckend. Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben. Unbedingt. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Technologie im Bereich der Sicherheit weiterentwickelt. Ich würde gerne mehr über diese technischen Fortschritte erfahren. Lasst uns gemeinsam forschen. Das ist ein wichtiges Thema. Lektion 8. Nachrichtenupdates. Hey, hast du dich über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden gehalten? Ja, ich versuche auf dem Laufenden zu bleiben. Was hat deine Aufmerksamkeit erregt? Vor kurzem gab es eine große Diskussion über Umweltpolitik. Das ist interessant. Das ist ein entscheidendes Thema, das alle betrifft. Unbedingt. Ich denke, wir müssen jetzt handeln. Ich stimme zu. Es ist wichtig, sich für nachhaltige Praktiken einzusetzen. Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir tun können, um diese Initiativen zu unterstützen. Ja, jede noch so kleine Anstrengung zählt, um etwas zu bewegen. Ich freue mich darauf, gemeinsam an Möglichkeiten zu arbeiten, das Bewusstsein zu schärfen. Lektion 9. Abenteuer im Camp. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber vielleicht fange ich im Kaufhaus in der Innenstadt an. Das klingt nach einem Plan. Was möchtest du für das Sommercamp kaufen? Ich brauche etwas Campingausrüstung, wie einen Schlafsack und vielleicht ein paar Spiele im Freien. Die sind essentiell. Freust du dich darauf, in einer Kabine zu schlafen? Definitiv.
Ich kann es kaum erwarten, das mit Freunden zu erleben. Und du wirst dort auch viele neue Freunde finden. Ich hoffe es. Das Camp ist eine großartige Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Unbedingt. Warst du schon einmal im Sommercamp? Nein, das wird mein erstes Mal sein. Ich bin ein bisschen nervös, aber vor allem aufgeregt. Lektion 10. Verlorenes Gepäck finden. Wie lange dauert es normalerweise, verloren gegangenes Gepäck zu finden? Es kann bis zu 24 Stunden dauern, aber wir werden weiterhin nach Updates suchen. Das ist gut zu wissen. Ich würde es hassen, zu lange ohne meine Sachen zu sein. Ich verstehe. Es ist frustrierend, besonders wenn du in einer neuen Stadt ankommst. Genau. Hast du irgendwelche Tipps für Reisen nur mit Handgepäck? Ja, leichtes Packen kann wirklich helfen, diese Situation zu vermeiden. Das muss ich üben. Was ist deine Lieblingsstrategie beim Packen? Ich mache gerne eine Liste und bleibe bei vielseitiger Kleidung. Das klingt schlau. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall ausprobieren. Lektion 11. Einkaufsalternativen. Wenn ich es in diesem Geschäft nicht finden kann, frage ich jemanden, ob er weiß, wo ich es sonst bekommen kann. Das ist eine gute Idee. Manchmal können die Mitarbeiter Sie an den richtigen Ort leiten. Genau. Außerdem wissen Sie vielleicht über Verkäufe oder Rabatte Bescheid. Haben Sie auch in Online-Shops nachgesehen? Habe ich noch nicht, aber ich sollte. Online-Shopping kann so bequem sein. Ja, und es hat oft eine größere Auswahl als physische Geschäfte. Ich werde beide Optionen prüfen. Es ist gut, einen Backup-Plan zu haben. Definitiv. Lass es mich wissen, wenn du Hilfe bei der Suche brauchst. Das weiß ich zu schätzen. Das Angebot nehme ich vielleicht an. Lektion 12. Kommunikationsänderungen. Ich habe in letzter Zeit einige Änderungen in Ihrer Kommunikation bemerkt. Definitiv. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster, wenn ich meine Gedanken ausdrücke. Das ist fantastisch. Was glaubst du, hat dir geholfen, dich zu verbessern? Ich habe das Sprechen öfter geübt, besonders in Gruppen. Das macht einen großen Unterschied. Übung ist der Schlüssel, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Ja, ich versuche auch, mehr zuzuhören, was mir hilft, besser zu reagieren. Das ist eine großartige Strategie. Bei guter Kommunikation dreht sich alles um Ausgewogenheit. Genau. Ich fühle mich jetzt mehr in Gesprächen verwickelt. Unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig in unseren Kommunikationsfähigkeiten. Lektion 13. Aktivitäten nach dem Abendessen. Was machst du normalerweise nach dem Abendessen? Ich liebe es, Pfannengerichte zu kochen. Sie sind schnell und lecker. Das klingt toll. Ich koche auch gerne, besonders wenn es einfach ist. Ja, Stir-Fry ist perfekt, um übrig gebliebenes Gemüse aufzubrauchen. Welche Zutaten nimmst du gerne in deine Pfannengerichte auf? Normalerweise nehme ich Paprika, Karotten und Brokkoli.
Das sind gute Entscheidungen. Ich liebe es, etwas Tofu als Protein hinzuzufügen. Unbedingt. Es sorgt für eine abgerundete Mahlzeit. Lass uns bald zusammen eine Bratnacht machen. Lektion 14. Accessoires kaufen. Hast du irgendwelche Accessoires im Sinn, die zu dem Kleid passen? Ja, ich denke an ein paar einfache Ohrringe und eine schöne Klatsch. Das klingt herrlich. Accessoires können ein Outfit wirklich aufwerten. Genau. Ich möchte, dass alles perfekt zusammenpasst. Hast du schon an deine Schuhe gedacht? Ich denke über stylische Flats nach. Komfort ist für mich der Schlüssel. Das ist eine kluge Wahl. Sie möchten ihre Zeit ohne Beschwerden genießen. Ja. Schauen wir uns gemeinsam in einigen Geschäften nach den perfekten Stücken um. Das fände ich toll. Das Einkaufen von Accessoires macht immer Spaß. Lektion 15. Tipps zum Sprachenlernen. Du solltest versuchen, einige grundlegende Sätze in ihrer Sprache zu lernen. Das ist eine gute Idee. Das zeugt von Respekt vor ihrer Kultur. Genau. Gibt es noch andere Es kann Tipps, auch helfen, die du das empfehlen Eis zu würdest? brechen, wenn man neue Leute kennenlernt. Ja, es kann auch hilfreich sein, Filme oder Sendungen in dieser Sprache anzusehen. Das klingt lustig. Das macht das Lernen spannender. Außerdem lernst du Aussprache und Umgangssprache auf natürliche Weise. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Durch Unterhaltung zu lernen ist großartig. Lass uns einen Filmabend mit ein paar ausländischen Filmen planen. Lektion 16. Von Stränden träumen. Ich würde gerne eines Tages einen tropischen Strand besuchen. Wie steht's mit dir? Das klingt großartig. Ich habe gehört, Hawaii ist wunderschön. Ja, ich habe tolle Dinge über die Strände dort gehört. Die Sonnenuntergänge und die Landschaft müssen atemberaubend sein. Das sind sie wirklich. Ich würde gerne Schnorcheln und Surfen ausprobieren. Diese Aktivitäten klingen aufregend. Ich würde mich dir gerne anschließen. Lass uns anfangen, unseren Traumurlaub zu planen. Ja, wir können gemeinsam nach den besten Stränden und Aktivitäten suchen. Ich kann's kaum erwarten. Es wird ein unvergessliches Abenteuer sein. Lektion 17. Entscheidungen zur Gartengestaltung. Manche Menschen fühlen sich schuldig oder wissen nichts über ihre natürlichen Vorlieben für traditionellere Designs für einen kleinen Garten. Das ist interessant. Warum glaubst du, ist das so? Ich denke, das liegt daran, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen, Trends zu folgen und nicht ihren Instinkten. Das macht Sinn. Es ist wichtig, einen Raum zu schaffen, der sich persönlich anfühlt. Genau. Ein Garten sollte ihren Geschmack und Stil widerspiegeln. Haben Sie darüber nachgedacht, was Sie in Ihrem Garten haben möchten? Ich hätte gerne eine Mischung aus Blumen und gemütlichen Sitzgelegenheiten. Das klingt herrlich. Lassen Sie uns gemeinsam ein paar Ideen entwickeln. Das würde ich zu schätzen wissen. Es wird mir helfen, meinen Traumgarten anzulegen. Lektion 18. Überlegungen zur Sicherheit. Es kann schwierig sein, aber es ist für die Sicherheit aller notwendig. Unbedingt. Worauf beziehen Sie sich genau?
Ich meine, sicherzustellen, dass bei der Planung von Veranstaltungen alle Verfahren eingehalten werden. Das ist ein großartiger Punkt. Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen. Haben Sie Ihre Checkliste für die Veranstaltungsvorbereitungen ausgedruckt? Noch nicht, aber ich werde es tun. Eine Checkliste hilft, alles zu organisieren. Ja. Ohne eines ist es leicht, Details zu übersehen. Lassen Sie uns die Checkliste gemeinsam überprüfen, um sicherzustellen, dass wir alles abdecken. Das klingt nach einem Plan. Teamwork macht es einfacher. Lektion 19. Traditionelle Lebensmittel entdecken. Ich liebe es, auf Reisen traditionelles Essen aus einem anderen Land zu probieren. Ja, ich auch. Es ist etwas Besonderes, lokale Küche zu erleben. Genau. Es gibt ihnen einen Vorgeschmack auf die Kultur und das Erbe. Was ist das beste traditionelle Gericht, das du bisher probiert hast? Ich glaube, es war die Paella in Spanien. Sie war so würzig und frisch. Das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer authentische Ramen in Japan probieren. Das solltest du auf jeden Fall. Jede Schale erzählt ihre eigene Geschichte. Ich mache eine Liste mit Gerichten, die ich auf meiner nächsten Reise probieren möchte. Tolle Idee. Essen zu erkunden ist einer der besten Teile des Reisens. Lektion 20. Kanu-Herausforderungen. Selbst große Kanus waren nicht groß genug, um eine Ladung Weizen aufzunehmen. Das ist überraschend. Was hat den Warentransport so schwierig gemacht? Stromschnellen und Wasserfälle führten dazu, dass Waren oft nicht einfach transportiert werden konnten. Das kann ich mir vorstellen. Die Natur kann ein ziemliches Hindernis für den Transport sein. Ja, es erforderte innovative Lösungen, um Dinge zu erledigen. Haben Sie jemals effektive Wege gefunden, um diese Herausforderungen zu bewältigen? Das haben sie getan. Verbesserungen der Technologie halfen im Laufe der Zeit beim Transport. Das ist faszinierend. Historische Herausforderungen führen oft zu großen Fortschritten. Genau. Wenn man über diese Geschichten erfährt, wird Geschichte lebendig. Lektion 21. Essensplanung. Hey, hast du deine wöchentliche Essensplanung abgeschlossen? Nein, noch nicht. Ich überlege immer noch, was ich machen soll. Das ist verständlich. Es kann manchmal schwierig sein, sich zu entscheiden. Ja, ich möchte gesunde Optionen einbeziehen, es aber auch interessant halten. Vielleicht könntest du neue Rezepte ausprobieren, um die Dinge aufzupeppen? Das ist eine tolle Idee. Ich könnte online nach ein paar lustigen Gerichten suchen. Unbedingt. Kochen kann ein lustiges Abenteuer sein. Lass uns Rezepte austauschen, sobald ich meinen Plan geklärt habe. Das fände ich toll. Es ist immer schön, Ideen für Mahlzeiten auszutauschen. Lektion 22. Vergütungsfragen. Die Kontrolle ist so streng, dass keine Entschädigung verfügbar ist. Das klingt frustrierend. Was ist der Grund dafür? Es geht darum, Fairness zu wahren und den Missbrauch von Ressourcen zu vermeiden. Ich verstehe. Aber für die Betroffenen kann es schwierig sein. Genau. Können Sie Alternativen vorschlagen, die wir in Betracht ziehen könnten?
Vielleicht könnten wir nach Möglichkeiten suchen, die Community für Bedürftige zu unterstützen. Das ist eine tolle Idee. Gemeinschaftsinitiativen können einen großen Unterschied machen. Ja, lassen Sie uns gemeinsam ein paar Möglichkeiten finden, wie wir helfen können. Ich freue mich drauf. Zusammenarbeit kann zu großartigen Ergebnissen führen. Lektion 23. Gärtnern in Innenräumen. Ich habe darüber nachgedacht, in meinem Haus einen Innengarten anzulegen. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Was hat dich dazu inspiriert anzufangen? Ich möchte etwas Grün ins Haus bringen und frische Kräuter zum Kochen genießen. Frische Kräuter klingen toll. Welche Pflanzen schweben dir vor? Ich denke an Basilikum, Minze und vielleicht ein paar kleine Blumen für die Farbe. Das sind hervorragende Entscheidungen. Wissen Sie, wo Sie die Pflanzen kaufen können? Ich habe vor, dieses Wochenende in einer örtlichen Gärtnerei nachzuschauen. Das ist ein perfekter Plan. Lass uns zusammengehen. Ich helfe dir gerne bei der Auswahl. Das würde ich zu schätzen wissen. Es wird Spaß machen, gemeinsam Pflanzen zu kaufen. Lektion 24. Transportgeschichte. Viele Menschen leben außerhalb der Stadt und fahren seit den 1920er Jahren wieder zur Arbeit. Das ist interessant. Was glaubst du, hat diesen Trend ausgelöst? Ich glaube, es war hauptsächlich auf den Bedarf an erschwinglicherem Wohnraum zurückzuführen. Das macht Sinn. Mehr Platz ist für Familien attraktiv. Ja, aber es hat auch die Verkehrsstaus in der Stadt erhöht. Stimmt. Öffentliche Verkehrsmittel könnten dazu beitragen, etwas davon zu lindern. Genau. Haben Sie neue Entwicklungen im öffentlichen Verkehr gesehen? Ich habe gehört, dass Sie planen, die U-Bahn-Linien bald zu erweitern. Das wäre toll. Es ist wichtig, die Barrierefreiheit zu verbessern. Lektion 25. Wöchentliche Essenszubereitung. Hey, hast du deine wöchentliche Essensplanung schon abgeschlossen? Nein, noch nicht. Ich überlege immer noch, was ich für die Woche machen soll. Das ist völlig verständlich. Das kann ein bisschen überwältigend sein. Ja, ich möchte gesunde Optionen einbeziehen, es aber auch interessant halten. Vielleicht könnten wir diese Woche zusammen ein paar neue Rezepte ausprobieren. Das klingt toll. Zusammenkochen macht immer mehr Spaß. Unbedingt. Lass uns ein paar Ideen teilen und sehen, was uns beiden gefällt. Das fände ich toll. Es ist immer inspirierend, mit jemand anderem zu kochen. Lass uns bald einen Kochabend daraus machen. Lektion 26. Richtlinieneinschränkungen. Es ist bedauerlich, aber aufgrund strenger Kontrollen ist keine Entschädigung möglich. Das klingt frustrierend. Was ist der Grund für diese Entscheidung? Es soll Fairness gewährleisten und den Missbrauch von Ressourcen verhindern. Ich verstehe, aber für die Betroffenen kann es schwierig sein. Genau. Kannst du irgendwelche Alternativen vorschlagen, die helfen könnten? Vielleicht könnten wir Initiativen zur Unterstützung der Gemeinschaft untersuchen. Das ist eine tolle Idee. Die Bemühungen der Gemeinschaft können wirklich einen Unterschied machen. Ja, lassen Sie uns überlegen, wie wir Bedürftige unterstützen können.
Ich freue mich darauf, gemeinsam daran zu arbeiten. Lektion 27. Majestätische Tiger. Die Tiger waren genauso groß und kräftig, mit gelben und schwarzen Streifen. Das klingt unglaublich. Tiger sind so majestätische Kreaturen. Das sind sie wirklich. Es ist faszinierend, ihre Stärke und Anmut zu beobachten. Hast du jemals einen persönlich gesehen? Ja, ich habe einen in einem Wildreservat gesehen, und er war atemberaubend. Das kann ich mir nur vorstellen. Sie aus der Nähe zu beobachten, muss unglaublich gewesen sein. Das war es wirklich. Ich hatte eine tiefe Wertschätzung für die Natur. Lassen Sie uns gemeinsam einen Besuch in einem Naturschutzgebiet planen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Ich würde gerne mit dir gehen. Lektion 28. Änderungen des Landbesitzes. Dieses Land gehörte einigen wohlhabenden Grundbesitzern. Wirklich? Was ist passiert, um diese Situation zu ändern? Die Vermieter beschlossen, dass sie stattdessen mit dem Land mehr Geld verdienen könnten. Das ist interessant. Haben Sie es für etwas Bestimmtes entwickelt? Ja, sie haben daraus luxuriöse Wohn- und Gewerbeflächen gemacht. Beeindruckend. Das ist eine große Veränderung gegenüber der traditionellen Landnutzung. Genau. Es hat die Community-Dynamik erheblich verändert. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie sich diese Veränderungen auf die Anwohner auswirken. Lassen Sie uns gemeinsam zu diesem Thema forschen. Es ist wichtig, diese Entwicklungen zu verstehen. Lektion 29. Unterstützung durch die Gemeinschaft. Krankenhäuser und kranke Kinder sind oft auf die Unterstützung der Gemeinschaft angewiesen. Ja, Umweltbelange und die Vermittlung von Zuschüssen an die Gemeinschaft sind von entscheidender Bedeutung. Es ist toll zu sehen, wie Gemeinschaften für so wichtige Zwecke zusammenkommen. Unbedingt. Jede noch so kleine Anstrengung zählt, um einen Unterschied zu machen. Haben Sie jemals an Community Outreach-Programmen teilgenommen? Ja, ich habe ehrenamtlich in örtlichen Krankenhäusern gearbeitet und fand es sehr lohnend. Das klingt erfüllend. Ich würde mich freuen, mit dir so etwas zu machen. Lassen Sie uns nach bevorstehenden Veranstaltungen suchen, an denen wir gemeinsam teilnehmen können. Ich freue mich darauf, mitzumachen und zu helfen. Lektion 30. Reisevorbereitung. Vergessen Sie nicht, auch die Visabestimmungen zu überprüfen. Natürlich. Ich mache eine Checkliste, um organisiert zu bleiben. Das ist ein kluger Schachzug. Alles in Ordnung zu haben, macht das Reisen weniger stressig. Ja, und es hilft, Überraschungen in letzter Minute zu vermeiden. Waren Sie schon einmal international gereist? Ja, habe ich. Die Vorbereitung im Voraus hat mir wirklich geholfen, die Erfahrung zu genießen. Das kann ich mir vorstellen. Lass uns gemeinsam unsere nächste Reise planen. Das fände ich toll. Wenn Sie gemeinsam planen, macht es noch mehr Spaß. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, mit dir neue Orte zu erkunden. Lektion 31. Aktivitäten in der Pause. Im Englischunterricht lernen wir vor der Pause viel. Ja,
In der Pause springen die Mädchen oder laufen auf dem Spielplatz herum. Ich erinnere mich, wie aufregend es war, in der Pause mit Freunden Spiele zu spielen. Ich auch. Es war eine tolle Pause vom Lernen. Hattest du ein Lieblingsspiel, das du gerne gespielt hast? Ja, ich habe es geliebt, Tag zu spielen. Es hat immer so viel Spaß gemacht. Tag war ein Klassiker. Ich habe auch gerne Fußball mit meinen Freunden gespielt. Das waren die besten Zeiten. Es fühlte sich toll an, aktiv und sorglos zu sein. Lasst uns öfter in Erinnerungen an unsere Schulzeit schwelgen. Das weckt gute Erinnerungen. Lektion 32. Markenempfehlungen. Gute Idee. Ihre Unterstützung würde unser Markenimage erheblich verbessern. Unbedingt. Die Zusammenarbeit mit Influencern kann ein breiteres Publikum erreichen. Ja, und es verleiht unseren Produkten auch Glaubwürdigkeit. Haben Sie potenzielle Influencer identifiziert, mit denen Sie zusammenarbeiten könnten? Ich habe ein paar im Kopf. Sie passen gut zu unseren Markenwerten. Das ist großartig. Es ist wichtig, die richtige Passform für unser Image zu wählen. Ja. Authentische Partnerschaften kommen bei den Verbrauchern tendenziell besser an. Lassen Sie uns einen Vorschlag vorbereiten, um Sie mit unseren Ideen anzusprechen. Definitiv. Ich freue mich zu sehen, wie dies unsere Marke stärken kann. Lektion 33. Umfassende Zusammenarbeit. Es ist wichtig, dass dies auf einer möglichst breiten Basis konzipiert wird. Ich stimme zu. Es sollte alle Parteien einbeziehen, um unterschiedliche Perspektiven zu gewährleisten. Genau. Ein kollaborativer Ansatz kann zu besseren Lösungen führen. Haben Sie darüber nachgedacht, wer an dieser Diskussion teilnehmen sollte? Ja, ich denke, wir sollten Vertreter aus verschiedenen Sektoren einladen. Das ist eine kluge Idee. Verschiedene Sichtweisen können das Gespräch bereichern. Lassen Sie uns eine Liste potenzieller Teilnehmer erstellen, an die wir uns wenden können. Großartig. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich diese Diskussionen entwickeln. Ich auch. Gemeinsam können wir die Probleme effektiv angehen. Lektion 34. Bestattungsplanung. Viele Menschen planen ihre eigene Trauerfeier, bevor sie sterben. Das ist ein durchdachter Ansatz. Es kann helfen, Stress für geliebte Menschen abzubauen. Genau. Es ermöglicht ihnen zu wählen, wie sie in Erinnerung bleiben möchten. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Mut erfordert, über solche Themen nachzudenken. Ja, aber es kann auch eine beruhigende Möglichkeit sein, sicherzustellen, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Ich stimme zu. In der Regel wird versucht, den Dienst ihrem Leben angemessen zu gestalten. Es ist eine wunderschöne Art, ihr Vermächtnis zu ehren und ihr Leben zu feiern. Unbedingt. Wir sollten offenere Gespräche zu diesem Thema führen. Ja. Diese Entscheidungen zu verstehen, kann Familien in schwierigen Zeiten helfen. Lektion 35. Historische Bedeutung. Das Museum zeigt die Geschichte der Stadt und zeigt Artefakte aus verschiedenen Epochen. Das klingt faszinierend. Ich liebe es, etwas über lokale Geschichte zu lernen. Ja.
Es hilft uns zu verstehen, wie die Vergangenheit unsere Gegenwart prägt. Haben Sie das Museum kürzlich besucht? Hab ich. Sie hatten eine Sonderausstellung zur Gründung der Stadt. Das ist interessant. Ausstellungen wie diese erwecken Geschichte wirklich zum Leben. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, Artefakte aus der Nähe zu sehen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Besuch planen. Ich würde ihn gerne mit Ihnen erkunden. Unbedingt. Es wird Spaß machen, unsere Gedanken zu den Ausstellungen zu teilen.